Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dir heute Luxusdüfte von der Marke Maison Micallef mitgebracht. Und wenn du wissen möchtest, wie diese Düfte riechen, dann bleib gerne dran. Und eins vorab, du wirst nicht enttäuscht werden. Das sind Düfte, die sind von so geiler Qualität, die musst du einfach mal gerochen haben. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Alex und bei UniQ dreht sich alles um exklusive Nischendüfte. Das heißt Düfte, die nicht jeder kennt und die nicht jeder trägt und die einfach was ganz Besonderes sind und die vor allem auch dazu beitragen sollen, dass du so riechst wie nicht jeder, sondern eben ganz individuell, ganz einzigartig, so wie es dir gefällt. Heute habe ich dir die Marke Maison Micallef mitgebracht. Eine Marke, die zu Recht in letzter Zeit gehypt wurde und sehr, sehr viele meiner Kunden haben mir gesagt, hey, es wäre super, wenn ihr die Marke aufnehmen könntet. Und ja, heute darf ich ganz stolz verkünden, dass wir jetzt eine Zusammenarbeit mit der Marke angefangen haben und jetzt auch offiziell diese Marke aufnehmen können, damit ihr sie erlebt, damit ihr sie auch probiert. Bevor wir mit den Maison Micallef Düften anfangen, möchte ich noch kurz euch ein Feedback geben zu dem Maison Sébarit Video und der Haltbarkeit der Düfte. Und zwar, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Blind Sniff gemacht und da eine neue Marke euch vorgestellt, Maison Sébarit. Und ich habe euch noch versprochen, dass ich euch ein Feedback gebe zu der Haltbarkeit. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke das dir gerne hier oben, dann kannst du dir das in aller Ruhe anschauen. Da geht es einfach um einen Blind Sniff, ein Blindschnuppern, einen ersten blinden Eindruck von Düften einer neuen Marke und in dem Fall geht es da eben um Maison Sébarit. Genau, das kannst du dir gerne anschauen. Maison Sébarit, ich habe alle getragen, alle 4 Düfte, die wir da hatten. Von der Haltbarkeit war Opulent Wood am allerbesten, waren ungefähr so 8 Stunden, ist auch mein Favorit. Also Opulent Wood von Maison Sébarit kann ich dir nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Hölzer, schön holziger, cremiger Duft, hat eine sehr schöne Silage-Aura und ist auch sehr facettenreich. Also das gefällt mir immer besonders gut an Düften. Opulent Wood, Maison Sébarit kann ich nur empfehlen. Haltbarkeit etwa 8 Stunden. Die anderen haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich finde, der hat sich am allerbesten gehalten und danach kommt der 720. Und dann kam der Spicy Calabria und der Bed of Roses. So, aber um die Düfte geht es heute ja gar nicht. Maison Micallef. Ja. Ich freue mich wirklich super, mit euch jetzt meine Meinung, meinen Eindruck zu Maison Micallef teilen zu können und euch auch die Düfte vorstellen zu können. Eine Marke, die ich unbedingt aufnehmen wollte und es hat geklappt und ich freue mich riesig. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon gleich mal an. Tja, ich fange jetzt einfach mal, also ich nehme jetzt mal ganz blind hier einen raus und wir fangen mal an mit Ananda. Ananda von Maison Micallef. Ja, sehr, sehr schöner Duft, eher weiblich, blumig-pudrig. Wir haben hier fruchtige Pflaume, fruchtigen Pfirsich in Kombination mit Weißenblüte und Moschus. Kann ich mir wirklich sehr gut an einer Frau jeden Alters im Grunde vorstellen. Ich glaube tendenziell, dass der Duft vor allem Frauen gefällt, die 30 und etwas älter sind oder Frauen gefällt, die sagen, ich mag eher so dezentere, leichte Düfte. Ich finde, Ananda ist da einfach eine super Wahl, wirkt für mich elegant, wirkt für mich wie ein All-Day-Duft, gar nicht aufdringlich. Von der Intensität her würde ich sagen, der ist mittel. Man kann den echt sehr gut ins Büro tragen, im Alltag tragen, in der Freizeit tragen. Ich glaube, der geht einfach immer. Und ist wie gesagt ein sehr reiner, sehr cleaner Duft. Ich würde auch mal sagen, wenn du von Dior J'adore gern hast, dann probier doch mal Ananda aus. Ich glaube, der könnte dir gefallen. Das war der erste Maison Micallef, Ananda. Jetzt geht's weiter mit, was haben wir denn hier? Ich glaube, es ist der Passion. Ich muss mal kurz spickeln. Genau, das war der Passion. Für mich ein würzig-süßer Duft. Ich würde auch sagen, tendenziell eher weiblich. Wobei ich hier sagen muss, ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Mann den auch gut tragen kann.
Wir haben hier Oud, eine stark Zimtnote, die in den Vordergrund kommt. Und dann haben wir noch Orange und Karamell. Ich finde, die Zimtnote ist sehr, sehr schön, aber sie ist auch intensiv. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn du Zimtdüfte magst, Rehab von Initio, wenn du ihn noch nicht probiert hast, mach das auf jeden Fall. Zurück zu Passion. Genau, also Oud in Kombination mit einer starken Zimtnote, Karamell und Orange. Ich finde, der Duft, der hat was Verführerisches. Er ist von der Intensität her auf jeden Fall schwer. Ich kann ihn sehr gut empfehlen für ein Date, für eine Party ja leider nicht, aber ich hoffe, wir können bald wieder mal ordentlich feiern. Für ein Date, für eine Party, sehr, sehr schöner Duft, sinnlich, verführerisch, eher weiblich, würzig süß, Passion von Maison Micallef. So, jetzt machen wir weiter mit Glamour. Das war der Glamour, ja. Ich finde, Glamour ist so ein Duft, ich glaube, der steht einfach jeder Frau. Ich finde, das ist so ein Duft, der transportiert für mich wirklich Weiblichkeit und ist einfach gewissermaßen zeitlos. Ich finde ihn auch nicht allzu komplex. Ich finde, der ist einfach sehr schön einfach, zeitlos, sehr weiblich. Blumig, würzig, vielleicht eher so blumig, würzig, süß. Also er hat auch süße Nuancen. Wir haben hier Pfirsich, Pflaume, Zimt, Jasmin, Rose, Vanille und auch ein paar Hölzer. Ist für mich auch ein sehr eleganter Duft. Von der Intensität her würde ich sagen, er ist mittel. Und ich würde vor allem auch sagen, wenn du von Guerlain Mont Guerlain magst oder Alien, probier doch mal Glamour von Micallef aus. Ich bin gespannt und ich würde vermuten, er wird dir sehr gefallen. So, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was das war. Ich glaube, das ist der Spiritual oder der Sensual. Wir gucken mal. Das war der Spiritual. Genau, Spiritual von Maison Micallef. Sehr lecker, Unisex, süß, holzig. Wir haben hier weiches Oud. Für mich kann ich auch noch rote Früchte wahrnehmen. Leichte Jasminnote und Vanille. Und vor allem diese Jasminnote, die sorgt auch für eine gewisse Leichtigkeit. Ich finde, der Duft ist sehr, sehr verspielt, aber auch gewissermaßen ein bisschen mutig. Intensität her würde ich sagen, ist er mittel. Ich finde vor allem, wenn du Tiziana Terenzi Kirke magst oder vielleicht auch von Xerjoff Erba Pura, ich finde, der hat eine große Ähnlichkeit zu den beiden Düften, beziehungsweise die beiden zu ihm, wie auch immer. Also ich glaube, die spielen irgendwo in einer sehr ähnlichen Liga, haben eine sehr ähnliche Duft-DNA und deswegen kann ich dir auf jeden Fall Spiritual empfehlen, mal zum Probieren. Ist für mich ein Duft, den man auf jeden Fall sehr, sehr gut im Sommer tragen kann. Im Winter wäre mir jetzt persönlich so ein bisschen zu süß, fast schon ein bisschen zu süß-fruchtig. Aber im Sommer finde ich, ist das einfach ein Kracherduft. Spiritual von Maison Micallef. So, wir haben hier noch drei. Drei habe ich euch noch mitgebracht. Jetzt machen wir es ein bisschen spannender, ja. Also, ich zeige euch jetzt mal, kurz hier mal überlegen. Genau, also meinen Favoriten, den zeige ich euch mal ganz zum Schluss. Und wir machen jetzt hier mal weiter mit Sensual. Übrigens, also ich habe mir die meisten Düfte, die ich mir rausgesucht habe, die kommen aus der Secrets of Love Collection von Micallef. Ich habe keine Ahnung, wieso es dazu gekommen ist, vor allem, weil ich alle, als ich sie ausgesucht habe, blind gerochen habe und ich muss sagen, mir hat einfach diese Kollektion am allerbesten gefallen. Aber ich habe natürlich auch noch, so wie Ananda, Düfte aus einer anderen Kollektion mit aufgenommen. So, jetzt geht's rüber zu Sensual von Maison Micallef. Sensual. Es ist ja kein Geheimnis, der eine oder andere von euch wird es auch wissen. Ich mag einfach Düfte mit Muskat und nicht zuletzt deshalb gefällt mir wahrscheinlich auch Sensual so gut. Würzig, fruchtig, Unisex, Mandarine, Zitrone, schöne Muskatnote und ich finde auch, der hat einen Ticken weiches Leder. Ist für mich ein schöner, sinnlicher, verführerischer Duft. Sowohl für Mann als aber auch für Frau.
Intensität her schwer und wie gesagt sinnlich verführerisch. Also für all solche Anlässe, wo man einfach sehr nahen Körperkontakt hat oder haben möchte, kann ich auf jeden Fall Sensual von Maison Micallef empfehlen. So, zwei habe ich noch für euch. Welche beiden das wohl sein werden? Hm? Okay, also noch einer aus der Secrets of Love Collection und zwar die Lice. Vielleicht noch ein kleines Wort zu den Flakons bei der Secrets of Love Collection. Ich finde sie alle sehr schön gearbeitet. Ihr müsst euch das so vorstellen, also wir haben hier außen, ist das, ich vermute mal, irgendein Metall. Also wir haben so eine Art Metallkäfig für den Glasflakon, der sich dann quasi im Inneren verbirgt. Und dieser Metallkäfig, der hat hier so schöne Aussparungen, wo man so in das Innere blicken kann. Auch der Sprühkopf, ja, ist sehr, sehr schön. Ich finde, er hat einen etwas schweren Druckpunkt, aber er sprüht sehr, sehr gut und gibt es überhaupt keinerlei Mängel hier. So, aber jetzt gehen wir mal zurück zu die Lice. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Robert PG Oud die Lice. Falls ihr den noch nicht probiert habt, könnt ihr auch mal machen. Aber bei die Lice, da habe ich ein bisschen gehadert. Also ich habe den als eher weiblich wahrgenommen. Und vor allem auch als würzig süß, kräftiges Oud, Muskat, Pflaume. Jetzt, wo ich dran schnupper, muss ich sagen, ich könnte ihn mir auch gut an einem Mann vorstellen. Also ich würde es jetzt mal ändern. Ich würde jetzt mal sagen, die Lice ist jetzt für mich Unisex, würzig süß. Wir haben hier ein kräftiges Oud, Muskat, Pflaume. Die Oud-Note ist überhaupt nicht medizinisch. Aber sie ist auf jeden Fall prägnant. Sie ist auch schwer. Ein verführerischer Duft, ein sinnlicher Duft. Hat auch eine schöne Wärme, schafft auch eine schöne Aura. Die Lice von Maison Micallef. Sehr, sehr schöne Wahl. Kann ich wirklich uneingeschränkt Männern und Frauen allen Alters empfehlen. Probiert doch mal die Lice aus. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Der wurde, ich glaube, bei Maison Micallef ist der am gehyptesten. Ich glaube, aktuell ist das der Duft, der am allerbesten sich verkauft. Ich glaube aber auch, das ist der Duft, der die meiste Aufmerksamkeit genießt. Ich habe ihn aber nicht deshalb ausgewählt, weil ich das zu Beginn gar nicht wusste. Also ich habe wirklich, müsst ihr euch so vorstellen, ich habe blind an all diesen über 20 Düften gerochen und habe mich dann für Düfte entschieden. Und ich fand diesen Duft sehr spannend, weil er für mich eine Komposition darstellt, die extreme Ecken und Kanten hat. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, der gefällt mir gar nicht. Und ich glaube aber, die Leute, denen er wirklich gefällt, denen gefällt er umso besser. Und das ist Desir Toxic von Maison Micallef. Desir Toxic, ich hab lange überlegt, wie ich den beschreiben soll. Für mich ist er auf jeden Fall Unisex. Er ist für mich würzig und er ist für mich auch süß. Wir haben hier zu Beginn, wenn man den aufsprüht, haben wir so eine schöne, spritzige, fruchtige Zitrone und Johannisbeere. Aber ich finde auch, man nimmt die Hanfnote wahr und später kommt aber zunehmend die Tonkabohne raus. Was heißt das in Summe? Würzig süß, verführerisch, sinnlich, mutig, auch sehr, sehr spannend. Ich finde vor allem, weil sich der Duft auch auf der Haut sehr schön entwickelt, von zunächst einmal diesen fruchtig frischen, zitrischen Johannisbeernuancen und dann geht es halt rüber, dann kommt die Hanfnote ein bisschen stärker, Tonkabohne, sehr, sehr schöner Duft. Hat mich auch ein ganz kleines bisschen, hat er mich an Parfums de Marly Layton erinnert. Wobei ich sagen muss, bei Parfums de Marly Layton war ich mir recht sicher, dass das eher ein männlicher Duft ist. Desir Toxic ist aber deutlich mehr Unisex. Also ich finde, ich würde den auch geil finden an einer Frau. Würde mir auch persönlich sehr gut gefallen. Würde mir zum Beispiel bei Layton nicht gefallen, wenn eine Frau den trägt. Aber Desir Toxic auf jeden Fall. Genau. Ich bin super gespannt, wie ihr die Düfte finden werdet. Mich würde es auch mega interessieren. Jetzt habe ich ja 7 Düfte ausgesucht. Gibt es noch weitere Maison Micallef Düfte, wo ihr sagt, das ist der absolute Wahnsinn, die müssen wir aufnehmen?
Und ansonsten hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß habt beim Erleben von den Maison Mikalev Düften und dass ich euch damit auch eine Freude bereiten konnte. Genau, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Maison Mikalev Düfte wir in Zukunft noch aufnehmen sollen. Falls ihr schon Düfte von Maison Mikalev erlebt habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, was da so der beste ist, der euch am allerbesten gefällt. Und ansonsten, ich bin natürlich immer offen für sämtliche Vorschläge zu weiteren Duftvideos, zu Marken, die ich euch gerne vorstellen soll. Also schreibt mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wirklich. Vielen Dank, großes Lob an euch, dass ihr euch Zeit nimmt, um meinen Content anzuschauen. Und ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten ja, jeden Zuschauer, der mich auf diese Art und Weise supporten möchte. Wenn du mich supporten möchtest und noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne hier tun. Und ansonsten, ich wünsche dir einen schönen Resttag. Wir sehen uns dann wahrscheinlich schon in ein paar Tagen wieder. Und dann wird es gehen um wahrscheinlich ein Oud-Düfte-Video für Männer. Oder, ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht mache ich auch ein Video nur über Düfte mit einer schönen Ledernote. Ja? In diesem Sinne, pass auf dich auf, schönen Tag und bis bald. Ciao, dein Alex.